Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu meinem wahrscheinlich bedeutsamsten Video, was ich bisher hier auf YouTube gebracht habe. Ihr habt sehr lange darauf gewartet, das Tiernotrettung-Spendenvideo ist endlich da. Wir haben seit Anfang des Jahres über den Creator Code, den uns Shakes & Fidget zur Verfügung stellt, Spenden im Hintergrund gesammelt. Ich befinde mich übrigens hier gerade an einem sehr für mich besonderen Ort, den Sölkensee. Der ein oder andere wird ihn vielleicht von euch kennen. Ich habe ihn damals in meinem 1000 Abonnenten-Special gezeigt, in meinem 2000 und 3000 Abonnenten-Special. Also für mich hat der Ort hier eine besondere Bedeutung. Deswegen war das für mich auf jeden Fall Pflicht, dass wir das Intro hier drehen. Und ja, wir sammeln das ganze Jahr lang über Spenden im Hintergrund. Und ich musste mich ein bisschen revidieren, denn Anfang Februar ist der Creator Code auf den Markt gekommen. Und ich hatte gesagt gehabt, dass wir 10% von den Einnahmen dorthin spenden werden. Das muss ich leider ein bisschen anpassen, sag ich mal, denn dadurch, dass es genau 10% sein sollen, weiß natürlich der ein oder andere Adam Riese von euch da draußen, wie viel ich insgesamt darüber verdient habe und wie viel dann auch dementsprechend Playa Games verdient hat. Und da wir das Ganze natürlich nächstes Jahr auch wieder machen wollen, möchte ich das natürlich oder muss das natürlich auch geheim gehalten werden, so ein bisschen. Ich denke mal, das ist selbsterklärend wie ein Autodidakt, ja? Und deswegen hoffe ich da auf jeden Fall auf eure Rücksicht. Und wir sind an dem Tag zu der Tiernotrettung gefahren, haben dort den Spendencheck übergeben und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Okay Freunde, Planänderung. Wir kamen hier gerade an der Tiernotrettungsstation an. Da kam ein Notruf von einem Unfallort rein, wo 2 Passagiere mit dem Heli abtransportiert wurden und die hatten einen Hund an Bord, den wir jetzt abholen und sicherstellen müssen, dass es ihnen gut geht. Ich darf mit dem RTW fahren und die Jungs mit Kamera versuchen mir zu folgen. Let's go! Jo, also wir sind jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Jam, denn wir waren gerade bei der Tierrettung. Und wir wollten da eigentlich ursprünglich jetzt gerade was drehen, aber ein Pfleger oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Rettungssanitäter für Tiere, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, die haben jetzt einen Einsatz. Dorser sitzt jetzt da hinten. Ja, also ich sitze jetzt gerade im Rettungswagen von der Tiernotrettung. Man könnte meinen, es ist gestellt, aber wir wollten gerade vor Ort hin das Video drehen und auf einmal kommt natürlich ein Notfall, so ist das nun mal. Und da kann man natürlich nichts gegen machen. Das ist halt eben, ja, das ist in der Tiernotrettung so und auch generell natürlich bei jedem Notfallservice. Und da muss man einfach mit umgehen können. Und ja, ein bisschen natürlich variieren, Leben in der Lage. Also Dorser hat auf jeden Fall ja die GoPro mit am Start. Wilson hat die an die Hand gedrückt. Und also ich denke mal, er ist sehr nervös, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass er vielleicht auch schon ein paar Fragen stellen kann. Vielleicht geben die Sanitäter auch mal ein paar ihrer Eindrücke jetzt, ne, kurz vorm Einsatz. Wie fühlen sie sich? Vielleicht haben sie auch schon Einzelheiten. Was steht ihnen bevor? Sowas habe ich auch noch nicht mitgemacht. Mir kommt das sich wirklich vor wie im Film, Alter. Wirklich, ohne Scheiß. Okay, jetzt aber. Es wird wild. So, jetzt heißt es wieder dranbleiben. Also ich denke mal, wir müssen gleich da sein. Das ist wirklich krass. Ich bin sehr gespannt, was mich da vor Ort dann erwarten wird. Und ja, das ist so unglaublich. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier im Notfallwagen mitfahre. Es ist komplett surreal. Verspüren Sie noch sowas wie Angst?
Ja, Freunde, das war auf jeden Fall ein sehr turbulenter Einsatz. Das haben wir uns auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt sind wir wieder hier in der Tiernotrettung in Medo angekommen und jetzt haben wir hier den Klaus, der hier der Leiter der Tiernotrettung ist. Ne? Richtig, genau. Genau. Der Gründer und der Leiter, richtig. Und den Smalley haben wir hier auch mit dabei. Hallöchen, das ist heute auch meine Begleitperson, habt ihr auch schon ein paar Mal im Video gesehen. Und ja, jetzt haben wir direkt einen hautnahen Einblick mal bekommen, wie das Ganze so abläuft. Und ihr habt das auch mal direkt hinter den Kulissen gesehen, wie das Ganze so funktioniert. Und da ist auch direkt so meine Frage, wie viele Einsätze von solchen habt ihr eigentlich im Jahr? Also wir haben im Jahr weit über 1000 Einsätze. Also im letzten Jahr waren es also 1620 Einsätze, die wir hatten. Es ist also immer unterschiedlich. Mal sind es Wildtiere, mal sind es Haustiere, aber es obwiegt im Moment immer mehr die Zusammenarbeit mit Feuerwehr bzw. mit Rettungsdienst, die uns dann immer wieder anfordern, wenn jetzt wie in dem Fall Tiere mit eingenommen worden sind oder beziehungsweise mit verbunden sind. Und dann rufen die Kollegen des Rettungsdienstes oder der Feuerwehr an oder auch die Polizei und fordert uns dann im Prinzip nach. Dann. Mhm. Wie viel Information bekommt ihr schon? Also fahrt ihr da per blauen Dunst hin oder wisst ihr zumindest schon, okay, ist verletzt oder bloß unter Schock oder wie zum Beispiel heute? Wusstet ihr, dass er nur unter Schock ist oder hätte es jetzt auch was ganz Ernstes sein können? Das wussten wir jetzt nicht. Also da kam die Meldung nur vom Rettungsdienst, dass da ein Hund beteiligt ist, weil die mussten sich ja um diese verletzten Personen erstmal kümmern. Das war jetzt für uns erstmal so, wir wussten nur Verkehrsunfall, Hund mit dem Auto drin gewesen und dass wohl der Rettungshubschrauber da war, das war so diese Information, die wir hatten. Und da kann man ja immer von ausgehen, dass es dann doch etwas Größeres ist. Also wir gehen immer von dem Schlimmsten aus und freuen uns, wenn es dann halt so ausgeganungen ist. Ja, der Kleine hat es ja auch gut überstanden. Gott sei Dank, ja. Vielleicht habt ihr ein paar Bilder gesehen, aber es scheint ja wieder einigermaßen gut auf den 4 Beinen zu stehen. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Aber es kann auch immer mal anders ausgehen. Ne? Also es ist ein sehr kontrastreicher Beruf. Ist das eigentlich hauptberuflich, so Tiernotrettung? Also wir machen das ja alles ehrenamtlich. Ne? Wir machen alles ehrenamtlich, das heißt wie eine freiwillige Feuerwehr, das heißt wir sind 24 Stunden im Prinzip erreichbar. Also ihr finanziert euch auch ausschließlich nur durch Spendengelder? Überwiegend nur durch Spendengelder. Wir haben verschiedene Fundtierverträge mit verschiedenen Gemeinden. In dem Fall war ja auch JAM, ist ja auch ein Vertragspartner. Das ist ja jetzt kein Fundtier gewesen, aber wir fahren generell. Aber ansonsten ist das überwiegend über Spenden, was finanziert wird, genau. Echt? Ist als Welpe mit 6 Monaten abgehauen. Und dann, das war aber noch im Westen. Und dann weil sie halt alle angebellt hat und da in einem Naturschutzgebiet war, wollten sie erschießen. Die habe ich dann gesammelt, dann wollte sie dem Züchter wiederbringen. Da hat er gesagt, will sie nicht, die ist halt sogar ein A-Wurf. Ne? Also die hat sogar einen Stammbaum. Alice von Gerippen heißt sie. Und habe sie dann so eine Flächensuche. Er wollte sie nicht mal haben. Was mich nochmal interessieren würde, bei den 80 Leuten ist das unterschiedlich, sage ich mal, dass, weil es ja ehrenamtlich ist und ja durch Spenden halt finanziert wird, machen die ganzen Leute das neben ihren normalen Job, sag ich mal, noch zusätzlich als Ehrenamt, so dass sie da dann Einsätze fahren oder zu verschiedenen Stationen oder diese Social-Media-Arbeit, dass man dann quasi das dann neben seinem normalen Beruf macht, weil man ja auch sicher damit jetzt nicht großartig jetzt sich finanzieren kann, so dass man quasi voll das ausleben kann. Oder ist das schon mittlerweile anders? Nein, das ist tatsächlich so. Das machen die alles neben ihrer Arbeit. Ja, das ist wie bei der Feuerwehr. Also es wird alles neben der Arbeit, neben dem Familienleben. Freizeit ist da in der Hauptsaison sehr, sehr dünn besiedelt. Deswegen sind wir ja so froh. Also wir haben hier 4 Einsatzgebiete. Das ist einmal Uegerando-Bereich, das ist einmal die Insel Usedom, das ist einmal Anklammerbereich und das ist Greifswald, die Ecke. Und da haben wir jeweils Einsatzleiter. Und diese Einsatzleiter bekommen diese Einsätze zugespielt. Und wenn da jetzt keiner kann, weil er gerade arbeiten ist oder alle arbeiten sind, wird dann die nächstgelegene Gruppe alarmiert. Das heißt, dann kann das auch sein, dass wir dann von Anklam nach Pasewalk fahren oder nach Greifswald fahren. Und so ist es wirklich alles ehrenamtlich während der Arbeit, nach der Arbeit. Also das ist tatsächlich so, ja. Da muss man wirklich sagen, da kann man einfach nur mal den Hut ziehen, so dass man das alles so aufopferungsbereit so neben den, ihr seid genauso Leute wie wir beide so, machen was nebenbei, machen aber unseren Hauptjob und das ist total zeitintensiv und deswegen, wie gesagt, ist das auf jeden Fall sehr respektabel und deswegen es ist auch schön, dass man so Leute wie euch auch unterstützen kann mit dem, was ihr halt macht, um halt eben auch das weiter so aufrechtzuerhalten, euch vielleicht sogar weiter auszubauen und euch zu verbreiten hier in dem Umkreis und im Endeffekt das Leid der Tiere in der Umgebung hier halt so gut es geht
unten zu halten und ja, dass halt einfach nicht so viele Tiere da draußen leiden müssen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Und sowas unterstützt man wirklich gerne. Ja. Und dadurch, dass das Ehrenamt ja auch ausstirbt, das darf man ja nicht vergessen, jetzt gerade hier auch in MV, ob es jetzt Feuerwehr ist, ne, du bist ja auch in der Feuerwehr und so weiter. Ich glaube mal, ihr merkt das auch, dass die Jugendfeuerwehr, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, es wird auch rückläufig oder wird es wieder mehr, ich weiß es nicht, ich habe da nicht so die Einsicht, aber ich weiß, dass Ehrenamt wichtig ist und viele kein Ehrenamt mehr machen, weil sie einfach so ausgenockt sind von der Woche und sich sagen, Alter, das tue ich mir nicht an. Ja, für aber viele reicht ja schon der normale Job, ne? Reicht so, schon vollkommen aus. Aber man sieht halt einfach, wie wichtig es ist. Und ich hatte jetzt wir hatten ja schon mal ein bisschen, unterhalten. Und dadurch, dass ich jetzt auch seit ein paar Monaten einen Hund habe, jetzt einfach, ne, meinen kleinen Cookie, also da nochmal ganz liebe Grüße an meinen kleinen Hundesohn. Und das ist natürlich so, ich habe damals auch immer gedacht, ja, okay, ein Hund und so, ja. Aber seitdem ich jetzt einen Hund habe, ist das ein tolles Familienmitglied für mich. Ne? Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass der von heute auf morgen, also was ihr jetzt vorhin hattet, diesen Einsatz, den wir jetzt hier auch auf Kamera hatten, wenn ich jetzt wüsste, ich bin im Krankenhaus und der ist jetzt irgendwie bei irgendwelchen fremden Leuten, das wäre für mich schlimm. Ne? Aber es ist ja gut, wenn man weiß, dass er in guten Händen ist. Ne? Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ne? Ja, du musst eine Bindung haben und du musst ganz klar der Routenführer sein. Ja. Und 90% aller Kommandos zu der Hut über Körpersprache. Mhm. Ja, ich kann mit dem auch Chinesisch reden, versteht das? Versteht er nicht, ist ein scheißegal. Ja, du sitzt das, letztendlich machst du so, genau. Oder du machst so. Die reagieren zum Beispiel auf Zeichen oder sowas, wenn ich jetzt sage. Ja, genau, so ist bei Cookie auch. Ach, sitzt das. Ja. Weil dieser Fall, weil sie das gerade angesprochen haben, ich habe sowas noch nie gehört mit den Hunden, dass sie auch wirklich sexuell, also dass vergewaltigt werden, ja, dementsprechend. Aber auch im Darknet, ja. Und wir hatten jetzt nämlich, also nicht ich jetzt, aber vom Hören jetzt einen Fall. Da wurde mit der Polizei, also der hatte wirklich Dreck am Stecken, der ist jetzt auch im Knast, ne, ging wirklich wie nennt sich das so, halb Totschlag und sowas alles, ne. Auf jeden Fall hatte der 2 Hunde, die wurden dann natürlich auch rausgeholt und danach ist auch rausgekommen, dass er die sexuell missbraucht hat. Ich war so fassungslos, dass ich sowas noch nie gehört habe. Das gibt's doch nicht. Also das ist ja wirklich abartig ekelhaft. Ne? Hugo hat man die Knochen gebrochen, damit er nicht weglaufen kann. Wir haben unseren Richard ist zum Beispiel aus dem dänischen Tierbordell. Den hat man dann nach Deutschland geschafft und dann hat er natürlich in der Wohnung Randale gemacht und die haben alle ihre Probleme, das merkt man auch beim Laufen und so weiter, aber sie sind jetzt schmerzfrei, sie werden ärztlich betreut. Wir haben also, wie gesagt, mit Tierärzten guten Kontakt, wo dann regelmäßig dann halt natürlich auch die Tiere untersucht werden, aber das gibt es wirklich tatsächlich. Also wir sehen manchmal Dinge, die sind Abgründe der Menschheit aus. Ja. Und können wir im Großen und Ganzen in Deutschland zufrieden sein mit wie nennt man es, Tiergesetzen oder die Art der Haltung, wie wir die halten dürfen, die Tiere so insgesamt, oder müsste das noch strenger sein, Ihrer Meinung nach? Meiner Meinung nach müsste es strenger sein, es müsste kontrolliert sein. Also die Ämter haben ja auch, wie gesagt, einfach nicht die Möglichkeiten, die Kapazitäten, es ist auch schwierig, selbst wenn wir sowas gemeldet bekommen, melden wir das dem Veterinäramt. Gibt es eine Meldung ans Veterinäramt, das ist nicht unsere Aufgabe, das macht das Veterinäramt. Wir haben jetzt keine Amtsbefugnis oder sonst irgendwas, wir sind bei Fundtieren Verwaltungshelfer für die zuständigen Ordnungsämter, ja. Dann geben wir das weiter, aber da sind den Ordnungsämtern oder den Veterinärämtern manchmal auch die Hände gebunden, weil der hat dann erstmal vom Gesetz her 14 Tage die Möglichkeit, den Zustand zu verbessern. So, dann kontrollieren das Ganze. Wir sind da auch schon bei Einsätzen mit dem Veterinäramt dabei gewesen. Die Veterinäramtstierärzte und Amtstierärztinnen, die haben einfach dann auch nicht die Möglichkeit, sofort zu handeln, nur in extremen Fällen. Und dann hat er aber wieder eine Widerspruchsfrist. Das heißt also, dann müssen die Tiere erstmal 14 Tage irgendwo gesichert werden. Also es ist ein Riesenaufwand, warum man da nicht einfach besser handeln kann. Das sind aber auch, man schimpft dann immer aufs Veterinäramt, aber die haben einfach keine Handlungsmöglichkeiten. Ja, wenn er das verbessert und in 3 Monaten dann wieder sagt, ich lasse das, dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Also da darf man auch nicht immer so auf die Ämter schimpfen, dass man sagt, die machen nichts, doch, die machen schon was, aber sie müssen es wie wir auch uns an die Gesetze halten. Sehr interessant, dann nochmal die Meinung so zu hören von jemandem, der direkt an der Quelle sitzt. So. Das war nochmal sehr informativ. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank. Wir haben einen sehr guten Einblick jetzt nochmal hinter die Kulissen so ein bisschen bekommen. Dankeschön für das Interview, Dankeschön für die Zeit, Dankeschön auch an dich. Danke, dass ich dabei sein durfte, danke für die Offenheit. Ne? Also wirklich vielen Dank, dass wir auch den Einsatz begleiten durften. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das war wirklich jetzt war so spontan die Idee, Wahnsinn, weil ihr gerade also, ne, das muss man hier auch nochmal wirklich in die Kamera sagen. Hier ist überhaupt nichts gestellt oder so. Ne? Das ist wirklich, also... Deswegen vielen lieben Dank. Ich denke mal, der ein oder andere von euch wird da sicherlich auch was von mitgenommen haben und deswegen Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Bye.
An der Stelle möchte ich mich nochmal bei meiner kompletten Community bedanken. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Und ich finde es krass, wo sich das Ganze hinentwickelt hat, wenn ich daran denke, so, wo ich damals in mein Kinderzimmer gestartet habe und jetzt quasi sowas hier möglich ist. Da hätte ich auch denjenigen, der mir sowas gesagt hätte, den Vogel gezeigt, als wäre ich Ornithologe. Und deswegen vielen lieben Dank an meine komplette Community da draußen. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass wir 10% von dem Ganzen abgeben. Das Ganze musste ich natürlich ein bisschen retuschieren, weil das Ganze nicht so hundertprozentig öffentlich ist. Deswegen habe ich aus meiner eigenen Tasche nochmal oben einen Betrag raufgelegt, sodass wir quasi deutlich über den 10% sind. Und deswegen bedanke ich mich auch bei euch, dass ihr sowas hier auch ehrenamtlich macht und auch in Zukunft weiterhin so machen könnt. Deswegen bitteschön, das ist euer Scheck in Wert von 3.000 €. Ihr seid ja wahnsinnig. Okay, jetzt bin ich sprachlos. Also wir versprechen euch auf jeden Fall, das für die Tiere einzusetzen. Wir werden weitermachen. Wir haben ganz große Projekte. Vielleicht besucht ihr uns hier mal dabei. Begleitet mal, wenn wir es soweit haben. Vielleicht wollt ihr das Ganze so ein bisschen mal begleiten, was da entsteht. Dann wollen wir noch nicht so viel verraten, um das Ganze vielleicht ein bisschen spannender zu machen. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank und toll, dass es euch gibt. Toll, dass es euch gibt. dass Wir es euch bedanken gibt, uns bei euch wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja, nochmal einen Applaus hier, alle, die jetzt auch nochmal das YouTube-Video gucken, nochmal einen dicken Applaus hier an die Tierrettungsstation Vorpommern, Greifswald. Vielen lieben Dank, dass ihr daher- das Ganze möglich gemacht habt da draußen. Das war erst der Anfang. Nächstes Jahr geht es noch weiter. Und vielen lieben Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.